Hey Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy. Heute geht es um eine Uhr, wo viele schon angefragt haben, wann denn endlich das Review kommt, und ja, es ist soweit. Viel Spaß! So, die Rolex Air King. Ich habe so viel zu der Uhr zu erzählen. Bevor ich mit dem Review zu dieser Uhr beginne, würde ich euch bitten, schaut euch erstmal das andere Video an, was ich zur Air King schon mal gemacht habe. Seht ihr, wenn ihr oben aufs i klickt, da erkläre ich nämlich, wieso und weshalb ich die Air King überhaupt bestellt habe. Und ja, nach ungefähr einem Monat Wartezeit darf ich sie nun mal eigen nennen, und jetzt möchte ich ein bisschen was zur Uhr erklären. Bevor ich beginne, möchte ich sagen, dieses Video wird euch präsentiert von Chronoto. Chronoto ist eine Webseite, ist im Prinzip eine Suchmaschine für Luxusuhren. Da gebt ihr eine bestimmte Referenz ein oder eine Modellbezeichnung, zum Beispiel Rolex Air King, und Chronoto spuckt euch aus, bei welchem Händler ihr diese Uhr um welches Geld bekommt. Und da werdet ihr direkt zum Händler geleitet. Ihr findet auf Chronoto Informationen, Videos, Bilder zu eurer Uhr und Preise und Anbieter, also eigentlich so eine Art Komplettpaket. So, und jetzt aber zur nächsten Uhr in meiner Sammlung, die Rolex Air King. Die Air King ist ein sehr altes Modell von Rolex, das wissen viele nicht, gibt es schon sehr, sehr lange, seit den 50ern. Das war eigentlich immer so ein bisschen die Pilotenuhr von Rolex, obwohl sie eigentlich immer 34 mm in der Größe hatte. Das war immer die Einstiegsvariante von Rolex. Und 2016 hat dann Rolex einige neue Uhren auf den Markt gebracht, unter anderem eben die neue Keramik Daytona und eben auch dieses Modell. Nur die neue Air King ist ein bisschen untergegangen neben der Keramik Daytona, verständlicherweise. Alle Augen waren auf die gerichtet und wenig Leute haben sich eigentlich um diese Uhr geschert. Was Rolex gemacht hat, war nämlich die Air King zu modernisieren. Sie haben die Größe auf 40 mm angehoben, sie haben ein anderes Gehäuse verwendet, eine andere Dicke verwendet, ein komplett anderes Ziffernblatt verwendet, und dabei ist eine Uhr entstanden, die meiner Meinung nach so stark polarisiert, dass manche Leute sie lieben, manche Leute sie hassen. Und ich kann euch eins sagen, ich war am Anfang der Meinung, die Uhr ist potthässlich und die wird niemand haben wollen, und jetzt habe ich selber eine, und wie es dazu kam, seht ihr jetzt eben. Ihr wisst ja, man sammelt Uhren oder man liebt Uhren. Es gibt so viele Uhren auf dem Markt und vielleicht hat man schon welche, aber so eine Stahl-Sport-Rolex gehört einfach dazu, so gefühlt zumindest. Und wenn du dir aber den heutigen Markt anschaust, gibt es eigentlich keine Stahl-Rolex, die du dir realistischerweise kaufen kannst. Ich war an einem ähnlichen Punkt, ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt ungefähr 5.000 € beiseite. Ich hätte gerne eine Stahl-Rolex, weil ich hatte ja meine Keramik Daytona abgegeben, hatte somit keine Stahl-Rolex mehr in der Kollektion, und ihr wisst ja meine Sammlung, habe ich schon mal in dem Video gezeigt. Seht ihr, wenn ihr oben auf sie klickt. Und wie ihr wisst, habe ich keine Uhr außer die Seiko, womit man wirklich ins Wasser gehen kann, womit man Sport betreiben kann. Eine, die wirklich was aushält. Und ich habe dann eben gesagt, okay, als nächstes kommt eine Stahlsport-Rolex, aber halt eben keine Hype-Rolex, sondern irgendwas Normales. Nur heutzutage kann man ja nichts Normales mehr kaufen, weil alles gehypt ist und du kriegst praktisch nichts mehr vom Konzessionär. Außer zwei Modelle. Und das ist einmal die Explorer 1 und einmal die Air King. Und so habe ich mich dann wiedergefunden vor der Wahl zwischen einer Air King und einer Explorer 1, bin zu meinem Konzessionär gegangen, habe mich erkundigt, habe mich schlau gemacht. Ich wollte eigentlich die Explorer kaufen. Die Explorer kostet 6.000 €, die Air King kostet 5.700 €. Und wieso ist dann doch die Air King geworden? Ich bin der Meinung, die Air King ist momentan ein echter Geheimtipp von Rolex, weil erstens, es ist eine Sport-Stahluhr von Rolex. Zweitens, ihr bekommt die Uhr noch zum Listenpreis. Drittens, der Listenpreis ist niedrig im Vergleich zu anderen Sport-Stahlmodellen von Rolex, zum Beispiel Submariner, GMT Master und so weiter. Viertens, die Uhr hat ein Design wie keine andere Uhr auf dieser Welt und auch von Rolex selber. Und fünftens, wenn ihr sie habt und wenn ihr sie mal eine Zeit lang tragt, wollt ihr die nicht mehr abgeben. Und jetzt erkläre ich euch wieso. Das Gehäuse. Das Gehäuse von der Air King ist identisch mit dem Gehäuse der Milgauss. Es ist nicht das Gehäuse der Datejust, es ist nicht das Gehäuse der Day-Date, also es ist nicht dieses klassische Oyster-Gehäuse, es ist auch nicht das Professional-Gehäuse von der Submariner, es ist auch nicht das Gehäuse der Daytona, es ist das Gehäuse der Milgauss. Und wo unterscheidet es sich? In der Dicke. Die Air King ist eine sehr, sehr dicke Uhr, vor allem im Vergleich zu anderen Rolex-Modellen. Das liegt daran, dass sie dasselbe Gehäuse wie die Milgauss hat. Und wieso ist denn die Milgauss dick? Ganz klar, die Milgauss hat einen Weicheisenkern. Und die Air King hat das auch. Das wird gar nicht so oft beworben. Viele Leute wissen das gar nicht. Das geht so ein bisschen unterm Radar. Die Air King ist im Prinzip technisch gesehen eine Milgauss. Sie hat dasselbe Werk wie eine Milgauss, sie hat dasselbe Gehäuse wie eine Milgauss und sie hat eben auch denselben Weicheisenkern wie eine Milgauss. Dadurch ist sie auch so dick wie eine Milgauss und auch so schwer wie eine Milgauss. Das muss man jetzt natürlich mögen.
oder auch nicht. Die Uhr ist auf jeden Fall mal nicht schmal und elegant und zurückhaltend, aber das sucht man eigentlich in einer Sport-Stahl-Rolex ohnehin nicht, denke ich. Das Werk. Das Werk ist ein ganz normales Standard-Dreizeigerwerk von Rolex ohne Datum, ist dasselbe Werk, wie sie es auch bei der Submariner No Date verwenden oder eben auch in der Explorer oder eben auch in der Milgauss. Robustes Werk, kriegt ihr nicht kaputt, ist natürlich ein Manufakturwerk, so wie jedes Werk von Rolex. Qualitativ kann man absolut nichts sagen, auch Top-Gangwerte. Sie zeigt die Uhrzeit an und das macht sie sehr gut und fertig. Es gibt überhaupt keine Überraschungen. Wo aber die Überraschungen sind im Ziffernblatt. Das Ziffernblatt ist wie keine andere Rolex, die es jemals gegeben hat und die es jetzt aktuell gibt. Es ist matt schwarz, okay, das ist relativ normal. Es hat die weiß-goldenen 3, 6 und 9 Applikationen, wie es die Explorer früher hatte, nicht die aktuelle, die haben nämlich keine Lumen auf der Air King. Die aktuelle Explorer hat schon Lumen, hier gibt es kein Lumen. Also wir haben eine weiß-goldene 3, 9 und 6. Die werden dann wiederum unterbrochen durch die weißen, nicht lumenbedeckten Minutenanzeigen, 5, 10, 20, 25, die dazwischen sind. Auf der 12 haben wir ein schon mit Lumen bedecktes Dreieck und dieses Dreieck ist aber auch weißgold umrandet, was die anderen Indizes nicht sind. Dazu kommt das Rolex-Logo mit der Schrift in grün, der Krone in gelb und dem Oyster Perpetual in weiß. Wir haben ein dreifarbiges Rolex-Logo auf der Uhr und das hat es bisher noch nicht gegeben, das gibt es auch aktuell nicht und ich wäre mir auch gar nicht so sicher, ob es das überhaupt so lange geben wird. Wir haben unten auf 6 Uhr Air King stehen in dieser klassischen Air King Schrift und dann eben noch die Superlative Chronometer Officially Certified. Das Ganze wird jetzt noch getoppt von den Mercedes-Zeigern, die ja auch für diese Gehäuseform untypisch sind, weil die ja eigentlich eher in den Submariner und GMT-Gehäusen sich wiederfinden. Und dazu haben wir einen Lollipop-Sekundenzeiger. Vom Design her sieht der so aus wie der von der Submariner oder der von der GMT Master, jetzt aber wieder in dem Gehäuse, aber dafür in grün. Also ihr seht, diese Uhr kombiniert Designelemente von vielen, vielen verschiedenen Modellen von Rolex und wirft sie in einen Topf. Wie gesagt, Gehäuse Milgauss, Ziffernblatt Grundstruktur eines Sportmodells, zum Beispiel Submariner, matt schwarz. Dann haben wir die 9, 6 und 3 von der alten Explorer. Wir haben das Dreieck auf 12 Uhr wie jetzt bei einer Submariner oder bei einer GMT Master, auch umrandet mit Lumen. Wir haben die Mercedes-Zeiger wie bei einer GMT Master und Submariner, Sekundenzeiger auch, aber dafür in grün. Ganz, ganz komisches Mischmasch. Wir haben auch keine geriffelte Lünette, wir haben eine glatte, bombierte Lünette. Es ist einfach eine weirde Uhr. Dazu kommt die Tatsache, dass die Krone relativ groß ist, was wieder zu diesem Flugzeug-Piloten-Uhr-Stil eigentlich passt. Und wir haben Stahlband, komplett satiniert. Und die Schließe ist aber keine Professional-Schließe, sondern die ganz normale Oyster-Clasp-Schließe, wie sie auch in der Skydweller zum Beispiel gefunden wird. Wir haben aber eine Easy-Link-Vergrößerung und Verkleinerung, was wir zum Beispiel in der Oyster Perpetual nicht haben. So, was sagt uns jetzt die Uhr? Die Uhr ist nach wie vor die Einsteigervariante, wenn es zumindest um die Sportmodelle bei Rolex geht. Zu vergleichen wäre sie vielleicht auch mit der Oyster Perpetual, aber sie ist deutlich sportlicher und finde ich auch deutlich interessanter als die Oyster Perpetual. Aber sie macht das mit so einer Bravour, sie ist einfach die perfekte Alltagsuhr. Und dadurch, dass wir grün auf dem Ziffernblatt haben, in der Schrift und auf dem Sekundenzeiger, bildet das so ein kohärentes Bild. Und die gelbe Krone setzt dem Ganzen noch die Krone auf, eigentlich. Am Anfang sieht die Uhr sehr, sehr komisch aus. Man trägt sie und man hat das Gefühl, irgendwie passt es nicht und war das doch so eine gute Entscheidung, das Ding zu kaufen, keine Ahnung. Und jetzt habe ich sie seit ungefähr fast 2 Monaten und jeden Tag mag ich das Ding lieber, obwohl sie so unkompliziert ist. Ich könnte auch die 15202 tragen, aber irgendwie ist die Air King einfach unkomplizierter, wenn ihr wisst, was ich meine. Irgendwie ist sie auch cooler und ich habe das Gefühl, dass die Air King eher von Kennern getragen werden würde, als jetzt von jemandem, der einfach aus Prinzip eine Rolex trägt. Weil jemand, der aus Prinzip eine Rolex trägt, kauft sich eine Submariner, dem ist das auch völlig egal, ob er sie jetzt irgendwie im Zweifel über Liste bezahlt oder nicht, weil er kennt sie ja eh nicht aus und fertig. Ihr wisst ja, Justus. Und die Air King, habe ich das Gefühl, wird von Leuten getragen, die sich tatsächlich Gedanken machen, welche Uhr kann ich jetzt kaufen, was ist vernünftig, welche Uhr kostet wie viel und wo kriege ich wie viel zurück. Und ich sage euch eins, die Uhr kriegt ihr noch. Ich habe ungefähr 1 Monat drauf gewartet. Ich meine, ich kenne beim Konzi jemanden sehr, sehr gut, aber normalerweise wartet ihr da auch nicht länger als 2 Monate auf diese Uhr. Falls ihr überlegt, die Uhr zu kaufen oder falls ihr diese Uhr schon habt, kann ich euch wärmstens ein Band von Everest empfehlen. Das ist kein gesponsertes Video. Ich habe nichts von Everest bekommen, dass ich das hier sage, aber ich habe mir das sofort bestellt. Everest bietet nämlich ein grünes Band mit der Rolex Faltschließe, also ihr montiert das drauf an.
und das Grün passt perfekt zum grünen Sekundenzeiger und zur grünen Schrift. Und ich finde, das gibt der Uhr so eine Coolness, das ist so arg. Die Uhr gibt mir denselben Flair wie, und ihr werdet jetzt lachen, ihr kennt doch diese olivgrüne Aquanaut. Und ich finde, die Uhr gibt einem einen ähnlichen Vibe zumindest. Sie ist eben dieses, ich habe Stil, ich habe möglicherweise noch andere coole Uhren in der Sammlung, aber ich trage jetzt die, weil sie unkompliziert ist. Sie ist unkompliziert, sie ist sportlich, aber sie hat doch irgendwie so was Interessantes an sich. Einen Ticken Eleganz hat sie schon. Und das alles kombiniert in ein Paket, was du noch bekommst zu Listenpreis, was im Vergleich günstiger ist als jede andere Rolex, die du bekommst und was starkes Wertsteigerungspotenzial hat, weil ich der Meinung bin, wenn Rolex diese Uhr nicht mehr produziert, wird die im Wert steigen, weil so eine Uhr gab es noch nicht und die wird es auch so schnell nicht mehr geben, glaube ich. Und so ein komisches Modell, das kann sehr gut sein, dass die Rolex irgendwann einfach einstellt, weil sie auch nicht unbedingt die beliebteste Variante ist. Auf dem Arm trägt sich die Uhr genauso, wie man sich das vorstellt. Sie trägt sich eher größer, muss ich sagen, also eher eine größere 40 mm. Sie trägt sich nicht so zurückhaltend wie jetzt eine Daytona. Aber sie ist schon da, sie ist sportlich, sie ist extrem bequem und vor allem mit diesem Band hat sie diese Bequemlichkeit, die du sonst nur von einer Tag Heuer Carrera bekommst mit dem Kautschukband oder zum Beispiel von einer Hublot bekommst. Die Uhren sind extrem bequem und dadurch wird eben diese Rolex auch extrem bequem. Die EasyLink-Verstellung habt ihr nach wie vor, ganz normal mit dem Band. Es ist qualitativ extrem gut gemacht, das Band kostet ungefähr 300 €, das müsst ihr aus den USA bestellen, aber es ist wirklich jeden Cent und jeden Euro wert. Ich liebe das Ding, ich liebe auch die Uhr mit dem Band. Die Uhr ist in meiner Sammlung so ein Ding geworden. Eigentlich dachte ich, okay, ich verkaufe sie irgendwann wieder. Das ist so ein Zwischending. Aber jetzt habe ich irgendwie das Bedürfnis, die zu behalten, weil sie für immer und ewig so gut geht. Sie geht für jede Situation. Und deswegen finde ich sie so geil. Lasst mich mal wissen, was ihr von der Uhr haltet. Schreibt es mir in die Kommentare, lasst mir Likes und Abos da, wie immer. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao. So Leute, danke vielmals fürs Zuschauen. Hier zeigt euch YouTube noch ein paar Videos an, wo es der Meinung ist, die könnten euch gefallen. Noch weiter könnt ihr bitte abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao und ihr seid die Besten.